Hallo Leute, Neues von Ola. Wir sind immer noch auf Florianopolis und fahren gerade nach Guarda do Embaú. Das ist ein kleiner Küstenort hier in der Nähe, circa eine Stunde Fahrt von Campeche entfernt, also da, wo wir unsere Ferien verbringen. Und da wollen wir heute eine kleine Wanderung machen. Viel Spaß mit dem Video. Und hier haben wir auch einen schönen Parkplatz gefunden. Ein paar Impressionen von der Ortschaft Guarda do Embaú. So, jetzt werden wir erstmal noch ein zweites Frühstück einnehmen. Jo, unser zweites Frühstück besteht aus einem Kaffee für Milch und einem Apfelstrudel, den ich mal probieren wollte. Anna Maria isst ihr geliebtes Eier und Speck. Jo, gestärkt machen wir uns jetzt auf den Weg. Der Weg hier ist schon sehr speziell hier. Das hat hier schon wirklich etwas von Dschungelfeeling. Und man hört jetzt hier auch schon das Meer rauschen. Also das sind wohl ganz in der Nähe. Entweder von einem Strand oder von den Felsen. Super. Die Frage, welchen Weg wir runtergehen, ob der rechte oder der linke, aber die führen ja beide runter. Ja, unser Ziel sollte hier hinten der Hügel hier sein. Aber wir müssen hier an der Küste entlang, über die Felsen. Im Moment geht es noch vom Wasserstand her, aber das kann halt später, ja, wahrscheinlich können wir später den Weg nicht mehr zurücklaufen. Mal schauen. Ich hätte nie gedacht, mal in Brasilien einen Strand quasi für uns allein zu haben. Das sieht man unten am Strand entlang. Schon fast nicht mehr machbar, trockenen Fußes. Wir versuchen gerade hier über die Felsen zu kommen. Aber
schon ein Labyrinth. Wer hätte das gedacht, dass das heute so ein Abenteuer wird? Da haben wir scheinbar wieder etwas Kraxelarbeit, beziehungsweise mal schauen, wie der Weg entlang geht hier. Ein Stück Allgäu in Brasilien. Und Neva hängt mal wieder fest. Ja, aus dieser Perspektive könnte man echt meinen, man ist im Voralpenland unterwegs. Bis man dann etwas mehr nach rechts schaut. Da kommen so meine zwei Mädels. Was für eine phänomenale Aussicht. Von der Wiese in den Urwald. Also ich muss schon sagen, der Weg hier kann von Abwechslung nicht überboten werden.
haben wir uns doch etwas verlaufen. Haben eine Abzweigung nach rechts verpasst. Muss ich doch noch mal schauen. Oder wir müssen doch noch mal einige Meter zurücklaufen. Ich muss schon sagen, wirklich eine traumhafte Landschaft hier und sehr, sehr abwechslungsreich. Also absolut klasse. So, wir haben jetzt circa 2 Stunden gebraucht hier für diesen Punkt. Amor, wie heißt der Wanderweg, wo wir hin wollten? Wale der Utopia. Sind wir da? Jetzt müssen wir noch über den Hügel drüber und gehen zum nächsten Dorf. Und von dort aus werden wir Taxi bzw. Uber nehmen und dann zurückfahren, da wo unser Auto steht. Jo, da werden wir mehr oder weniger mal etwas quer über das Gelände nach oben gehen. Da müssen wir hoch. Jo, jetzt hat die geringere Körpergröße der Vorteil. Ich muss da
etwas den Kopf einziehen. Da bin ich Stacheldraht. Super. Ist ja hier eine wundervolle Aussicht, aber mit Walen hatten wir heute kein Glück. Also bisher nichts gesichtet und wir sind gute Stücke hier an der Küste entlang gelaufen. Naja, aber der Weg Wahnsinn. So, jetzt kommen wir sogar noch an einer kleinen Bananenplantage vorbei. Aber ich komme nicht dran, leider zu hoch. Ja, Babybanane. Babybananen. So, jetzt kommen wir quasi wieder ein Stück weit in die Zivilisation. So, wir sind jetzt unten in Piniera angekommen und wurden auch kurz Zeuge, wie ein wilder Bulle versucht wurde, ins Gehege zu bringen. Aber wir schauen, dass wir Land gewinnen, weil wenn der sich losreißt, da wollten wir nicht in der Nähe sein. So, wir werden jetzt hier in Piniera eine Kleinigkeit trinken. Wir haben alle Durst wie verrückt. Und dann schauen wir, dass wir entweder ein Taxi bekommen oder ein Uber-Fahrzeug und fahren zurück, da wo das Auto steht. So, wir haben Glück gehabt. Einen Fahrer gefunden, einen Uber-Fahrer, der uns jetzt wieder zurückfährt. Oi. Oi. So, gesättigt, gut gegessen. Wollen wir jetzt euch noch etwas von Guarda do... Wie heißt Guarda? Guarda do Embaú. Guarda do Embaú zeigen. Süßes kleines Dorf oder süße kleine Ortschaft hier. So, jetzt haben wir da noch nicht eine Badhose geholt. Jetzt brauchen wir noch ein Handtuch. Und dann wollen wir noch ins Wasser gehen. Guck mal, hier ist Flasche Handtuch drin. Handtuch haben wir auch. Ja, wir werden jetzt mit so einem kleinen Boot noch übersetzen zum richtigen Strand. Und da werde ich das Fazit machen und Anna-Maria und ich wollen noch ins Wasser. Frio. Ja, wir hätten eigentlich auch durchs Wasser laufen können, aber ich wollte aber, dass Neva mitkommt, weil wir ja das Fazit gemeinsam machen wollten.
Ja Leute, ein wunderschöner Tag neigt sich dem Ende zu. Und wir hatten heute quasi alles, wir hatten wirklich alles. Wir sind zum Teil durch den Urwald gelaufen, also diese schmale Wege, schmale Pfade durch diesen verwachsenen Wald. Dann sind wir an einem riesig langen Strand entlang gelaufen und hatten wunderschöne Aussichten auf das Meer mit diesen gigantischen Wellen. Wir sind über Felsen geklettert und sehr abenteuerlicher Weg an diesem langen Strand. Dann sind wir zum Teil über Almen gewandert, also hatten so ein Stück weit Erinnerung wie ans Allgäu. Und jetzt sind wir halt hier noch am Meer und können noch ein bisschen baden und haben noch gesehen, wie ein wilder Stier oder ein wilder Bulle wohl auf seine Weide gebracht werden sollte. Also heute war wirklich alles dabei. Es war ein super genialer Tag. So, vamos para o Parkplatz. Und wie war's, Amor? Wie war's? Erfrischend, sehr erfrischend. Also es war eigentlich schon kalt, aber man gewöhnt sich eigentlich relativ schnell dran dann, wenn man mal drin ist. Ja. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Nola. Ciao, macht's gut.